Okay, das wird heute ein Experimentvideo, denn ich habe bei meinen Bluetooth-Kopfhörer-Tests bisher immer nur auf einem iPhone getestet und nicht mit einem Android-Phone. Das hole ich jetzt mit diesem Test einmal nach und vergleiche die Aufnahmen der Sony LinkBuds S beispielsweise mit den Aufnahmen auf dem iPhone und dem Pixel 6a. Du hörst jetzt die Sony LinkBuds S, aufgenommen auf einem Pixel 6a. Und jetzt fahren wir wieder 70 mit meinem Diesel wie in den anderen Tests auch. Wir können hier auch nochmal alle Fenster öffnen, auch wenn es draußen gerade regnet. Und so hören sich die Sony LinkBuds S an, wenn du mit denen auf einem Pixel 6a telefonieren würdest und sehr, sehr windig draußen wäre, also sehr starke Umgebungsgeräusche zu hören sind. Ja, und hier hörst du nochmal zum Vergleich die Sony LinkBuds S an einem iPhone 14 Pro. Wir können auch hier nochmal alle Fenster öffnen und so hört sich das an, wenn du mit den Sony LinkBuds S an einem iPhone Pro 14 telefonieren würdest. Das ist jetzt nur mal der direkte Vergleich, weil hier könnten ja irgendwelche Eventualitäten auftreten, dass bei der alten Aufnahme noch eine alte Firmware war oder ähnlich. Hier hörst du auf jeden Fall den direkten Vergleich. Ja, was nehmen wir jetzt aus diesem Test mit? Ich finde tatsächlich, dass beim Pixel 6a die Sony LinkBuds S Mikrofone sich ein wenig besser anhören. Das scheint Android an dieser Stelle noch eine Korrektur vorzunehmen in der Übertragung, sodass dann noch mehr Stimme rausgefiltert wird. Hier sind auch meiner Meinung nach weniger Artefakte zu hören, die durch irgendwelche Rauschunterdrückung stattfinden. Man könnte fast meinen, dass das iPhone hier schlechter in die Verbindung eingreift als Android mit dem Google Pixel 6a. Was ich aber definitiv festhalten kann, dass bei den Sony LinkBuds S die Mikrofonqualität an einem Android nicht schlechter ist als an einem iPhone und meine Tests bisher also nicht in die Richtung tendieren könnten, ja, das hast du doch nur an einem iPhone getestet, an einem Android hört sich das wesentlich schlechter an. Ich glaube, hier schon sehen zu können, dass zumindest an einem Android die Qualität nicht schlechter ist. Zumindest an einem modernen Android wie dem Google Pixel 6a. Falls du dich jetzt fragst, wie viele und welche ich schon bisher getestet habe, so kann ich dir hier eine Playlist einbinden. Dort findest du alle meine bisherigen Tests. Ansonsten freue ich mich, dich in meinen nächsten Videos zu sehen. Abonniere doch hier meinen Kanal, dann verpasst du kein weiteres solcher Videos. Ciao, tschüss.